Das war hier ein absoluter Traumstellplatz. Und wieder werden wir nicht enttäuscht und stehen an einem absoluten Traumspot. Wieder ein richtig cooler Spot am Meer. Da haben wir uns doch, kein schlechtes Plätzchen rausgesucht. Besser geht's gar nicht. Das ist mal wieder ein ziemlich gigantischer Spot. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Das war hier ein absoluter Traumstellplatz und wir hatten einen richtig, richtig wunderschönen Morgen schon, haben Kaffee vorne am Strand getrunken, haben schon einen ausgiebigen Spaziergang mit Peps am Strand gemacht und bevor wir aber frühstücken, packen wir hier jetzt erstmal zusammen und fahren los. Und es geht noch ein bisschen entlang der Küste, wo wir uns hoffentlich nochmal einen schönen Platz finden und da dann eine erste kleine Pause fürs Frühstück einlegen können. Danke für den Platz. Wieder ein richtig cooler Spot am Meer. Da kriegen wir wahrscheinlich jetzt einige von, aber es wird nie langweilig. Und hier machen wir ein kleines spätes Frühstück, denn wir haben heute Morgen noch nichts gegessen. Also ist es eher Ein Spätstück. Ja, ein Spätstück oder Brunch. Auf den Kartoffeln drauf. Ja, Kartoffeln ist auch gut. Ist geil. Ja. Am Meer und diese Holzfabrik. Auch da ist super viel Holz gelagert. Ne? Unser Tag heute besteht irgendwie aus Fahren und kleinen kurzen Zwischenstopps. Wir schlängeln uns hier der Ruta del Mar entlang und gucken uns immer mal kleine Buchten an. Und hier ist die Iglesia de Petria.
Pietra. Iglesia di Pietra. Eine Felsformation, die von hier schon richtig gigantisch aussieht. Und die gehen wir jetzt nochmal uns erspazieren, uns angucken. Da haben wir uns doch, kein schlechtes Plätzchen rausgesucht. Das ist besser geht's gar nicht. Wir stehen hier mit Blick aufs Meer, ganz alleine. Ich glaube, 1, 2 Fischerleute kommen immer mal wieder vorbei. Aber hier bleiben wir für die Nacht. Müssen Starlink direkt aufbauen, weil wir haben heute ein kleines Vorgespräch für unseren Podcast, wo wir immer mal wieder Gästinnen einladen. Und quatschen heute mit einem Pärchen und gucken mal, ob sie Lust haben, Gäste von unserem Podcast zu sein. Dem Panamerikaner-Chat. Gibt schon ein paar Folgen. Wen es interessiert, hört da gerne mal rein. Überall, wo es Podcasts gibt. 2-mal um die Welt. Geil. Cheers. Habe ich wieder Gewürzketchup. Ist auch noch das perfekte Bier dazu. Ja, das riecht gut. Heute Morgen sind wir noch im Nebel losgefahren und jetzt, keine 15 Minuten später,
scheint schon richtig die Sonne. Es tut richtig gut. Am Morgen ist einfach an der Küste vorne immer noch so ein Nebel. Irgendwie hätten wir vermutlich auch noch einen guten Tag an der Küste verbringen können, aber es ruft uns eine Dusche. Oder? Yes. Hasta pronto. Immer eine sichere Bank, wenn es ums Duschen geht. Wir haben echt, seit wir da an diesem Spot, wo wir surfen waren, standen, das jetzt so knappe 10 Tage sind ungefähr. Das ist echt der Rekord. Also ich meine, wir waren im Meer und haben uns danach... Wir haben auch mit so einem Schlauch und so abgeduscht. Ja, und haben uns danach abgeduscht mit Wasser, aber halt nicht so richtig mit warmem Wasser und Seife geduscht. So. Ja, stimmt. Ja. Guck mal kurz rechts. Ja. Also Rekord, was das angeht. Ja. Und wir müssen sagen, Argentinien und Chile sind immer top, wenn es darum geht, Duschen an Tankstellen zu finden. Richtig, richtig cool. Wir verabschieden uns vorerst von der Küste und machen uns auf den Weg ins Inland. Chile hat eine durchschnittliche Breite von 180 Kilometer. Die Fahrt von der Küste in die Berge und umgekehrt dauert also nicht länger als 2 Stunden. Aus der warmen, salzigen Meerluft wird plötzlich eine würzige, frische und wohltuende Waldluft. Der Wald wird von Kilometer zu Kilometer immer dichter und wir schlängeln uns an einem rauschenden Fluss entlang Richtung Vulkan. Am Fuß des Nationalparks finden wir einen herrlichen Stellplatz auf einer Lichtung und machen es uns gemütlich. Und wieder werden wir nicht enttäuscht und stehen an einem absoluten Traumspot. Wir sind ungefähr 4,5 Stunden knapp ins Inland gefahren und noch ein bisschen südlicher gefahren und sind jetzt hier kurz vor dem Nationalpark Villarrica, einem noch aktiven Vulkan. Generell sind wir hier in Vulkanlandschaft. Hat man vielleicht auch an der Straße hier hoch gesehen, die so richtig schwarz war. Und bauen hier unser kleines Camp auf. Und die nächsten Tage erkunden wir die Gegend. Sieht ganz schön dunkel aus. Da muss der Hund auch mal gucken. Das letzte Mal so Wolken gesehen habe. Wow.
Guten Morgen. Der Wald hier hat einfach so was Beruhigendes und ist einfach seit einer Ewigkeit, also wir standen jetzt auch schon viel in der Natur, aber es ist wirklich der stillste Ort, deswegen bin ich schon fast davor zu flüstern, auf dem wir seit langem stehen. Man hört wirklich nur ein bisschen den Fluss in der Ferne rauschen und die Vögel zwitschern und die Regentropfen tropfen. Es tut so, so gut. Nichtsdestotrotz haben wir echt nicht gut geschlafen. Wir dachten nämlich, wir haben eine Maus im Van, weil es mitten in der Nacht hat es so wie so Tapsen auf unserem Dach gemacht. Waren uns aber nicht sicher, ob es außerhalb des Vans war oder im Van. Wir hatten aber schon mal eine Maus im Van auf Vancouver Island. Das ist eine ähnliche Landschaft zu hier. Und das war viel, viel lauter, als sie im Van rumgerannt ist auch. Deswegen hoffen wir, dass einfach nur irgendwie sich ein Tier heute Nacht auf unserem Dach verirrt hat. Aber nachdem wir das beide gleichzeitig gehört hatten, hat man natürlich jedes Geräusch wahrgenommen und hat auf jedes Geräusch nochmal doppelt geachtet. Deswegen haben wir echt nicht gut geschlafen. Umso mehr freue ich mich darauf, wo es heute hingeht. Wie findest du es hier? Mausi? Hm? Es kommt jetzt sogar ein bisschen die Sonne raus und wir haben uns gerade auf den Weg zu den Thermas Geometricas gemacht. Sollen eine der schönsten heißen Quellen überhaupt sein. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, wir sollten schon ausgehen, dass es hier ist. Was ist von deinen Öhrchen jetzt? Die Thermas Geometricas kosten pro Person 42 € Eintritt. Also kein Schnapper, aber es soll sich sehr lohnen, es soll sehr schön sein. Die heißen Quellen gehen quasi so den Canyon nach hinten und ja, wir sind drin, wir sind früh genug dran und hoffen, wir können den Platz ein bisschen für uns allein genießen.
ist eine der schönsten heißen Quellen, in denen wir... Nee, das ist die schönste heiße Quelle, in der wir je waren. Also, ich will nicht sagen, es ist den Eintritt wert, irgendwie schon. Doch, voll. Und es ist auch so natürlich und alles gepflegt und ja, man hat hier insgesamt, glaube ich, du hattest das Schild gesehen, 81 Pools. Ja. Zwischen irgendwas mit 30 und 41, 42 Grad. Wir sind in 42. Ja, wir haben gerade noch mal gewechselt. Wir waren erst in einem kleinen. Da hat sich das Wasser aber nicht so richtig vermischt. Die Oberfläche war heiß und unten war kalt. Aber wirklich kalt. Nee, da haben wir gedacht, wenn wir schon die Wahl haben, Ja. aber es ist mystisch, es ist im Dschungel, es ist richtig schön. Richtig schön angelegt auch irgendwie. Ja. Früh morgens kommen lohnt sich auch. Wir haben jetzt auch ein bisschen Glück, dass es ein bisschen Off-Season ist. Aber der Parkplatz vor der Tür ist groß. Ja. Aber jetzt muss ich chillen. Kalt? Oh mein Gott. Der ganze Körper wie in den Schlappen. Das war aber genau das, was der Typ beauftragt. Hallo. Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir rausgehen können und später nochmal wieder rein. Wir waren jetzt so 2,5 Stunden ungefähr drin, sind aber auch langsam aufgeweicht. Und wir müssen uns ja auch um diese kleine Maus kümmern und dachten, wir können vielleicht nachher nochmal reingehen. Das ist leider nicht der Fall. Man muss drin bleiben für den Tag. Oder ja, halt, wenn man geht, kann man nicht nochmal reinkommen. Ist ein bisschen schade. Aber wir haben heute auch noch ein bisschen was zu tun. Und länger können wir jetzt Peppi, oder wollten wir Peppi auch nicht alleine lassen. Und wir haben auch noch nicht gefrühstückt. Das ist mal wieder ein ziemlich gigantischer Spot. Einfach mal ein Blick auf einen riesen Vulkan. Einen aktiven Vulkan vor allen Dingen.
Ist schon irgendwie komisch, hier zu stehen. Wenn man so weiß, der könnte theoretisch ausbrechen. Wenn wir jetzt mit einem Helikopter da hochfliegen würden, was man natürlich machen kann, könnte man reingucken. Aber das Risiko, dass er ausbricht, ist ja... Ist gering. Sonst würden wir wohl kaum hier stehen. Aber ist krass. Draußen ist es schon dunkel geworden. Wir stehen jetzt hier, oder wir konnten jetzt hier stehen bleiben mit Blick auf den Vulkan. Es war eine absolut abgefahrene Woche. Epischer Roadtrip quasi von der Küste in die Berge zum Vulkan, heiße Quellen. Es war alles dabei, was man sich nur so auf so einem Roadtrip wünschen kann. Wir sind immer noch total geflasht und hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir beenden das Video hier an der Stelle für diese Woche. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen in der Region hier um Villarrica und schauen uns noch ein paar Sachen an und nehmen euch dann nächste Woche mit neuem Tatendrang mit. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video auf jeden Fall, teilt es mit Familien und Freunden und vergesst das Support-Herz unten in den Kommentaren nicht. Das Emoji der Woche ist natürlich, wie kann es anders sein, ein Vulkan. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Kanal. Das würde uns sehr, sehr freuen. Unterstützt unsere Arbeit hier und vielleicht profitiert der ein oder andere ja noch von unseren Videos. Wer weiß. Und ja, ich glaube, dann bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder und danke, Ende.